Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben heute im Waffenladen eine neue Waffe gefunden, ja. Da werden wir gleich mal zukommen. Da haben wir sie. Ich habe mir diese Stats habe ich mir noch nicht angeschaut und ich wollte mich da noch live im Video überraschen lassen. Auf jeden Fall ist es einer meiner Lieblingswaffen, der Flasher. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, denn wir haben ja immer noch unsere Waffe aus dem Adventskalender und da war ja die Spanne leider nicht so gut drauf. Ja, ich denke mal nicht, dass meine jetzige Waffe, die ich im Shop gefunden habe, jetzt deutlich besser sein wird, weil wir seitdem her, glaube ich, ein Level oder so geschafft haben. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht sehr viel besser sein. Aber ja, da werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal überraschen lassen. Aber zuvor machen wir mal noch ganz schnell hier den Hütchenspieler, damit wir die Quest auch gleich fertig haben, bevor wir das vergessen. Ich habe heute schon ein bisschen gespielt, deswegen hatte ich auch schon gesehen gehabt, dass wir den Flasher im Shop haben, aber wie gesagt, da wollte ich mich dann lieber überraschen lassen, was das Ganze denn für Stats hat. Okay, ja, der Hütchenspieler, der ist heute ziemlich hartnäckig irgendwie, der raubt mir wieder mein ganzes Gold. Ich habe erst einmal gewonnen. Ey, das ist schon wieder frech. Also das ist ja schon wieder hier unter aller Kanone wie Magazine. Ja, also das kann ich jetzt überhaupt nicht. Alter. Also falls jemand von euch gerne mitzählen möchte oder mitgezählt hat, das würde mich mal sehr interessieren, wie hier die Quote schon wieder ausgefallen ist. Alter Schwede, ey, für 10 Millionen Erfahrung. Ich weiß, man kann auch mit einem Befehl nur ein Gold setzen, aber ich gehe immer davon aus, dass man doch eventuell ein bisschen Glück haben könnte, tatsächlich. Und zumindest plus minus 0 oder so rausgeht, ja. Das wäre ja schon wünschenswert. Ich will ja nicht mal gewinnen, ich möchte einfach nur plus minus 0, aber da mache ich mir wahrscheinlich immer zu hohe Hoffnungen, dass das was wird, ja. Bin aber auch immer zu faul, um diesen Befehl da einzugeben. Deswegen, ja, spam ich das einfach so mit 1 Million durch und gut ist. So, gut, wir gucken mal in den Waffenladen rein. Da haben wir den Flasher, da blinkt er schon auf. Leider ungesockelt, aber mit einer Rune drauf. Und wir schauen mal, es ist von den Stats schon mal besser. Ja, und die Spanne ist akzeptabel. Okay, ja, die Spanne ist okay. Gut, die ist gut. Fast 4400 ist in Ordnung. Ich gucke mal kurz, was mein Marquardt hier für eine Spanne hat. Der hat 4400. Die ist noch ein bisschen besser sogar noch, diese Waffe hier. Allerdings 1670 und 1600. Das sind schon wieder ein paar. Das ist schon wieder ein kleines Upgrade auf jeden Fall für ihn. Wenn ich jetzt diese Waffe hier rausnehmen würde und meinem Magier gebe. Leider ist die Spanne noch nicht zu 100% perfekt, weil ich mit meinem Level ungefähr 4600 jetzt schon haben könnte. Und das wäre so das Maximale, was man da so rausholen kann. Aber auf jeden Fall nehmen wir die Waffe mit, denn die Spanne ist deutlich besser. Ich sehe gerade, das Blitzschaden 12% und meiner hat Feuerschaden 13%. Jetzt würde ich mal gerne wissen, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, dieser 1% gegenüber jetzt dem Durchschnittsschaden. Also ich weiß nicht, wie sich dieser Schaden berechnet, dieser Runenschaden. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwelche Sachen gibt, wo man genau weiß, aha, das macht jetzt so und so viel aus. Also 1% auf was jetzt gesehen, so auf den Gesamtschaden. Ist schwierig, aber ich nehme die Waffe trotzdem. Ich nehme diese Waffe an. Edelsteinsockel fügen wir hinzu mit Pilzen. Denn ich finde erstmal ist es einer meiner Lieblingswaffen, gut, aber davon mal ganz abgesehen, ist es natürlich jetzt nicht so wichtig. Aber die Spanne ist natürlich deutlich besser als die Spanne, die ich jetzt drin habe. Und es hat nochmal ein paar Stats mehr, so ist jetzt nicht viel, also die plus 6 sind jetzt nicht weltbewegend, das ist jetzt nicht wirklich das Ausschlaggebende. Für mich ist wirklich das Ausschlaggebende, warum ich die Waffe genommen habe, die Waffenspanne an sich, weil die halt deutlich besser ist, ja. Und deswegen nehmen wir die einfach mal und verbessern die auch 5-mal. Zack. So, und da haben wir jetzt schon
Ja, gut, ein Stat auch wieder mehr drauf. Und jetzt gucken wir mal, Marquardt. So, willst du die Waffe haben? Ja, du willst die haben. Ja, wie gesagt, die Spanne ist natürlich nicht so gut von meiner Waffe, die ich aus dem Adventskalender gezogen habe. Aber plus 85 Durchschnittsschaden mehr und 52 auf die Stats. Das macht schon einiges aus. Außerdem ist da nochmal ein viel, viel besserer Edelstein auf jeden Fall drin in meiner jetzigen Waffe. Deswegen tauschen wir die auf jeden Fall aus. Und dann kriegst du hier jetzt meine neue Waffe, die ich auf meinem Main hatte. So, und jetzt, ich hatte überlegt, ob ich hier einen Edelstein zerlege für die Toilette. Oder, also, dass ich den in die Toilette schmeiße. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Denn ich werde es trotzdem machen. Ich hatte gerade überlegt, ob wir die Waffe ins Klo schmeißen. Aber. Da hätte ich fast vergessen, dass man ja für alles seine Ressourcen wiederbekommt, wenn man die Sachen durch die Toilette spült, außer für die Waffe. Ja, da muss man ganz doll aufpassen. Wenn ihr die Waffe nämlich in die Toilette schmeißt, dann bekommt ihr eure Ressourcen nicht mehr zurück, die ihr für die Waffe investiert habt. Zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe meine Waffe 5-mal verbessert, ich schmeiße sie ins Klo und dann sind meine ganzen Kristalle und alles, was ich da rein investiert habe, ist dann weg. Ja, ist zwar cool, weil es ist ein Epic so und dann ist der Füllstand ein bisschen besser, aber nicht für die Kristalle. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Alle anderen Sachen kann man ins Klo werfen, ja, und dann kriegt ihr eure Sachen da wieder, eure Kristalle, wenn ihr das dann später zerlegt, aber bei der Waffe ist das nicht so. Ja, deswegen werde ich jetzt den Edelstein in die Toilette schmeißen für den Füllstand und die Waffe werden wir wohl oder übel zerlegen. Es ist natürlich die Chance da, dass wir die in die Toilette schmeißen und das eine saugeile Waffe werden könnte für den Bertram oder die Kunigunde. Das kann natürlich sein. Aber das ist es mir tatsächlich nicht wert, die 30.000 Kristalle dafür zu opfern. Und deswegen werde ich die Waffe jetzt so zerlegen, so wie sie jetzt ist. Gegenstand zerlegen und dann bekommen wir hier unsere Ressourcen wieder. Ansonsten hätte ich sie in die Toilette geworfen, aber dann bekommt ihr eure Ressourcen nicht wieder. Und das sind nämlich ganz schön viele Ressourcen, wenn man die jetzt plus 5-mal verbessert. Gut, wir haben jetzt hier ein kleines Upgrade auf jeden Fall für den Marquardt und für mich. Und hier werden wir natürlich jetzt meinen neuesten Edelstein reinsetzen, den ich momentan habe. Und das ist 1022 auf alle Attribute. Das ist sehr, sehr gut. Mal gucken, was hatte meine alte hier? 1001. Okay, dann machen wir auch schon mal wieder ein kleines Upgrade und dann werden wir den hier reinsetzen. Zack. Haben dies erledigt. Ein bisschen mehr Platz im Inventar ist auch wieder am Start. Und wir haben hier deutlich krasse Verbesserungen gemacht. Gut, ja, einigermaßen gute Verbesserungen, sagen wir es mal so. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir jetzt hier zur Hexe gehen und das Ganze auch nochmal verzaubern. Das ist nochmal ganz wichtig, dass wir auch die 5% kritischen Schaden nochmal raufkriegen. Ja, ansonsten ist hier alles, glaube ich, soweit ganz gut, denke ich mal. Ja, hier haben wir die Verzauberung drauf. Ich gucke nochmal ganz kurz durch, ob wir wirklich alles auf jeden drauf haben. Ja, aber es sieht ganz gut aus. Okay, gut, dann haben wir das soweit erstmal erledigt und haben eine neue Waffe, mit der wir jetzt hier rumlaufen. Und zwar mit deutlich besserer Spanne. Zwar noch nicht die Maximalspanne, die man haben könnte, aber mit einer schon deutlich besseren Spanne, besseren Werten, besseren Edelstein drin und ja, der Flasher an sich ist halt auch eine saucoole Waffe. Einer meiner Lieblingswaffen mit der goldenen Krücke zusammen von dem Magier, die man so bekommen kann. Und ja, deswegen bin ich da auf jeden Fall ganz zufrieden, denke ich mal, mit meiner Entscheidung, die ich jetzt da getroffen habe. Ist zwar immer ein bisschen schade, jetzt haben wir zwar die Zuckerstange nicht mehr und das war, glaube ich, jetzt von der Spanne her rechts raus meine beste Waffe, die ich so gefunden habe. Die hätte bestimmt einen Begleiter gut gebrauchen können, aber allerdings nicht für die Kristalle, die ich da rein investiert habe. Die möchte ich dann schon ganz gerne wieder haben. Ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, sag ich mal. Also sonst bin ich auch immer dafür, dass man die Begleiter auch nicht vernachlässigen sollte, vor allen Dingen jetzt in meinem Status, wo ich nur mit den Begleitern kämpfe in den Dungeons. Allerdings nicht für 35.000 oder 36.000 Kristalle, die wir da aus der Waffe bekommen. Ich muss mal gucken. Wir haben übrigens noch knapp 150.000, hier 143 an Kristallen. Die könnte man auch noch mal hier und da mal ein bisschen investieren.
Allerdings möchte ich die, ja, ganz gerne in neue Sachen investieren, als in die Sachen, die ich jetzt schon momentan anhabe. Alles, was ich jetzt habe, ist plus 6 Minimum und plus 7 ist so, ja, das Höchste, was ich hier so habe. Wir können mal die Sachen anziehen und schauen mal jetzt auf die Sachen, die hier jetzt plus 6 sind, wie viel das denn kosten würde. Hier haben wir alles plus 7, Schuhe plus 6, 824. Ich weiß jetzt nicht, was mein neuestes Item ist hier. 800, das ist 827. Okay, das ist einigermaßen aktuell sogar noch. 14.640. Gut, dann verbessern wir das auf plus 7 mal. Dann rennen wir hier mit... Okay, das ist schon ein bisschen älter, das Item. Das wäre... Ja, also das würde ich als nächstes wahrscheinlich austauschen. Deswegen habe ich das hier auch erstmal nur auf plus 6 verbessert. Das Ding, das kann auch auf plus 7, weil das ist auch einigermaßen aktuell. Das ist auch einigermaßen aktuell. Und ja, dann lassen wir erstmal den Feuerring erstmal auf plus 6. Mal gucken, was da noch kommt. Wir haben jetzt schon, ja, was waren das? Irgendwas 40 bis 50k jetzt an Kristalle für ein paar Verbesserungen ausgegeben. Stat-technisch macht sich das natürlich auch deutlich bemerkbar. Oh, jetzt habe ich die Quest hier. Oh, jetzt habe ich die Quest hier mit meinem Dings-Equipment angenommen. Das ist ja wieder ärgerlich. Stat-technisch macht sich das natürlich bemerkbar. Also im Vergleich jetzt hier 155. Gut, das Item ist auch ein bisschen unaktueller, aber das sind schon ein paar Stats, die dazwischen sind. Einfach nur durch das Verbessern so. Aber ja, mal gucken, was wir da so bekommen jetzt in nächster Zeit. Gut, ich denke mal, das soll es dann für die Folge heute wieder gewesen sein. Ich ziehe mein Level Gear wieder mal an, damit ich das hier nicht vergesse. Denn durch diesen einen kleinen Fehler, dass ich jetzt mit meinem PvP-Equipment eine Quest angenommen habe, sind mir jetzt dadurch alleine schon wieder 5 Millionen Gold durch die Lappen gegangen. Aber was willst du machen? Gut, das soll es dann für heute wieder gewesen sein. Ein paar coole Sachen auf jeden Fall haben wir wieder dazu bekommen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.